Ich freue mich sehr, dass ich heute einen Gast habe, einen lieben Freund. Hallo, Tom Eder. Viele Menschen sagen, es gibt gar keinen Zufall. Zufall gibt es nicht. Ja, klar. Ich denke, doch, released endlich. Bevor es den 17. Wandler ausprobiert und das 18. Mikrofon, released den Song. Das authentisch sein, das sagt jeder und das ist echt schon eine Floskel, aber es ist halt wirklich so. Man muss Dinge, glaube ich, so machen, im Endeffekt, dass man selbst dahinter stehen kann. Hallo und herzlich willkommen bei Prossartig. Wir befinden uns heute wieder in den heiligen Hallen von YMI Records hier in Hollabrunn. Und ich freue mich sehr, dass ich heute einen Gast habe, einen lieben Freund, den ich schon in einer anderen Sendung einmal hatte. Hallo, Tom Eder. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Cool, dass du gekommen bist aus dem schönen Salzkammergut. Ja. Doch, wie lange bist du gefahren? 2 Stunden 30 circa, aber ich habe einen kleinen Umweg gemacht. Ich habe meine Eltern gleich besucht. Weil du ursprünglich ja ein Tullner bist, gell? Genau. Ja. Und du bist praktisch nur wegen der Sendung hergekommen heute, wegen der Aufzeichnung und wow, wir fühlen... Aber es ist sehr angenehm, weil ich eben gleich verbinden kann. Ich sehe meine Eltern viel zu selten und freue mich über jede Gelegenheit, wo ich dann wieder nach Niederösterreich fahren kann. Wir fühlen uns sehr geehrt. Ja, ich fühle mich geehrt. Danke für die Einladung. Super. Wir versuchen ja da in diesem Sendungskonzept, das immer so ein bisschen wächst von Sendung zu Sendung, weil man dann neue Ideen hat, mehrere Aspekte abzudecken. Also der eine Aspekt ist irgendwie natürlich also rein dieser Unterhaltungsaspekt. Man schaut sich an, wie zwei Musiker oder Leute aus dem Musikbusiness im weitesten Sinne sich miteinander unterhalten. Ist sehr für Musikerinnen und Musiker und Kollegen natürlich eine interessante Geschichte, dass man mal schaut, haha, so was reden die für ein Blödsinn. Geht aber auch noch um eine andere Ebene, nämlich ein bisschen um das, es hat sich so ein bisschen entwickelt, die Idee, jungen Menschen auch die Möglichkeit zu geben, die vielleicht einfach gerade einmal anfangen, sich musikalisch zu erweitern oder sich irgendwie groß zu werden und gerne beruflich in diesem Business arbeiten zu wollen, dass man denen die Möglichkeit gibt, ein bisschen eine Einsicht zu bekommen aus, okay, da gäbe es Möglichkeit 1, ich könnte Jobmusiker werden, ich könnte Booker werden, ich könnte Tontechniker werden, ich könnte was auch immer werden. Und das ist ein Grund, warum ich auch dich eingeladen habe, weil du bist nicht nur ein Jobmusiker in dem Sinn, sondern es gibt dann auch so ein paar Special Skills, die dich meiner Ansicht nach ein bisschen abheben von dem, wo wir zum Beispiel jetzt da gehabt haben, Dieter Kohlbeck oder Willy Langer, weil du was ganz Spezielles machst, aber dazu würde ich gerne erst später kommen, aber ich wollte es nur mal erklären, warum gerade du. Fangen wir vielleicht von vorne an chronologisch. Bei dir war ja die Ausbildung, soweit ich weiß, auch nicht dieses klassische Ding mit Konservatorium sondern du hast ja eigentlich anders angefangen. Wie war das bei dir? Also, wenn man jetzt ganz vorn beginnt, dann habe ich angefangen mit einfach klassisch privaten Gitarrenunterricht einmal, als 12-Jähriger oder so, 11, 12. Und parallel halt Schule gemacht, Gymnasium, dann Hack. Und eben nach der Hack, ich habe die Hack-Matura gemacht und dann war eben die Frage, was macht man weiter? Unter anderem war natürlich Cons, ist im Raum gestanden. Da ich aber schon damals eigentlich nicht so, ich sag mal, Jazz-affin war, habe ich mir gedacht, na, ich probiere das jetzt einmal freiberuflich als Musiker und schau, was passiert. Und ich habe das Glück gehabt, dass es eigentlich sehr schnell ganz gut angelaufen ist. Wir haben am Anfang halt mit Gitarrenunterricht über Wasser gehalten, aber grundsätzlich dann schon die ersten Jobs reinbekommen und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Somit war das Thema Konservatorium eigentlich sehr schnell vom Tisch. Also ich habe wirklich nur Privatunterricht gehabt bis dahin. Bei verschiedensten Leuten, parallel zur Schule. Das war eigentlich meine Ausbildung sozusagen. Beim Privatunterricht wäre aber jetzt so mein Eindruck, dass man halt ja eher so das Instrument an sich lernt. Aber hattest du da tatsächlich Lehrer, die dich auch
gelehrt haben, also die gesamte, ja, was weiß ich, von Harmonielehre über wie schreibe ich ein Liedsheet, wie stelle ich mein Gitarrenhäfen, Leibandei, so all dieses Gesamtding irgendwie, oder wie kann man sich das vorstellen? Verschiedenste Zugänge. Also ich habe mein erster Gitarrenlehrer, der übrigens jetzt aktuell unser Tontechniker ist. Das war mein erster Gitarrenlehrer. Der Markus, bei dem war es einfach so klassische Akustikgitarre, Schrumm, SDS und so weiter, wie es halt damals war. Und das war kurz bevor ich eigentlich schon aufhören wollte zum Gitarrespielen, weil am Anfang war so mehr die klassische, wie man es halt lernt in der Musikschule, und dann habe ich gesagt, eigentlich ist es nicht das, was ich will. Der hat mir dann gesagt, schau her, G, C, D und gib ihm. Nachdem war ich beim Blues-Gitarristen, der einfach nur gejammt hat mit mir jahrelang. Also der hat wirklich nur, da war der Unterricht, ist bestanden aus, ich spiele Rhythmus, du solierst, und dann spielst du Rhythmus und ich soliere. Und viel lernen beim Zuschauen und Zuhören. Also immer, wenn er soliert hat, habe ich auf die Finger geschaut, okay, und dann war wieder ich dran, und so ist das jahrelang. Was hast du da gerade gemacht? Ja, genau, also was, und dann hat er mir das gesagt, aber null Theorie, null Harmonielehre, hat er selber gar nicht gewusst. Okay. Also ich habe dann irgendwann gesagt, es wäre cool irgendwie, wenn wir vielleicht einmal was über andere Skalen, nicht nur Blues oder andere Stilistiken, oder er hat gesagt, nein, das kann ich nicht, das brauchst du nicht. Es gibt nur die Pentatonik, oder wie das heißt. Brauchst nicht. Ja. Und ich habe dann gedacht, nein, es würde mich schon interessieren. Und dann habe ich mir das gesucht, was mir da gefällt hat. Danach bin eben, das war damals bei Milan Pollack. Okay. Und habe mir halt genau das andere Ding gesucht. Also da war dann nichts mit Blues Jammen, sondern da war das sind die Skalen und üb das. Ja. Und die Kombination aus allem, ich habe mir dann wirklich rausgeholt, was ich wo für notwendig erachtet habe oder was ich für mich mitnehmen konnte. Und das war dann in Summe recht vielseitig, und da habe ich mir schon einiges rausgeholt. Und eben auch, leider erst halt spät, das war erst bei Milan, Harmonielehre, an Noten lesen und so, das habe ich alles mühsamst später dann erst mir nachgelernt sozusagen. Und schon wieder vergessen die Hälfte. Aber ja, es ist mühsam, gell, wenn man eigentlich sich schon ganz gut bewegen kann und vielleicht sogar schon auch Live-Erfahrung hat und vielleicht sogar schon im Job tatsächlich auch drinnen ist. Und man hat aber so diese Lücken, und die dann im Nachhinein nachzuholen, ist viel schwerer, glaube ich. Ja, du kommst davor plötzlich wieder wie Anfänger. Ja, voll, du spielst schon cool eigentlich, und dann hast du, Noten lernen, und dann ist echt so, ha, da, ging, oder denkst du, was mache ich da eigentlich? Aber vor allem in deinem Hirn bist du schon weiter, weil du weißt ja aus deiner Erfahrung her, was der dritte Ton sein wird, weil du das da schon hörst und spürst ja heute, obwohl du spielst nicht nach dem, was da steht. Ja. Also du musst dich immer wieder zwingen auf, Ich habe es halt gemacht, wie gesagt, aber ich bin jetzt trotz allem, ich habe die Basics drauf, aber ein guter Notenleser bin ja weit entfernt davon. So wie die meisten Gitarristen vermutlich, aber bei mir ist wirklich, gibt's ja ist nicht mein Major Skill. Gibt's ja den Mörderwitz, ne? Also was musst du machen, um einen Gitarristen zum Leiser dran zu bringen? Du legst ihm Noten hin. Und dass er gar nicht spielt, schreibst Noten drauf. Nein, okay. Die Erweiterung. Ja, schön. Hervorragend. Du hast dann auch im, nennen wir es Pop-Bereich als Überbegriff einmal, dann doch bei einigen Acts auch gespielt. Also was ich weiß, ist beim Andy Lilang hast du gespielt. Dann weiß ich wie heißt er denn? Der Boogie-Pianist. Mechu, dankeschön. Und sonst noch Pop. Ja, also Mokesh. Beim Mo hast du, okay. Und mein allererster richtiger Job eigentlich war beim Ortega, Manuel. Aha, okay. Aber lang vor dem Song Contest. Also wirklich, da wie er seine erste Single rausgebracht hat, damals El Amor La Vida, das geheißen. Das war 2000. War aber schon Alexander K. Das war Alexander K., genau. Das war das erste Album von ihm. Das war quasi mein erster ernstzunehmender Job als Musiker bei Manuel damals. Ja. Okay. Wie schaut's aus mit, hattest du auch eine wüste Coverband-Vergangenheit? Wüst weiß ich nicht, aber ja, natürlich Coverband-Vergangenheit, die ich nicht missen möchte, weil ich glaube, dass, also ich kann da von mir sprechen, aber Coverband spielen am Anfang gerade als junger Musiker, man lernt halt schon wirklich sehr viel. Was Sounds angeht, was Stilistik angeht und so. Es war schon, oder was das Zusammenspiel generell angeht. Das war eine coole Zeit, die ich nicht missen will. Ich habe das damals bei einer Band gehabt, die hat Chamäleon, die Kassen. Weil wir so anpassungsfähig waren wie ein Chamäleon. Ja. Ich hab's verstanden. Ja.
Und genau, mit dem Adam und Markus und mit dem Schönbauer-Peter war das damals. okay. Ja. Und der Tom Held hat Keyboard gespielt und das war eine super Zeit. Über die reden wir jetzt noch ab und zu, wenn wir uns treffen und vielleicht werden wir mal irgendein Revival anstarten und mal einen Chameleon-Gig wieder spielen. Das war nämlich schon super. Wichtig ist nur jetzt rückblickend nach, dass man irgendwann auch aufhört damit wieder. Also ich würde jetzt nicht ewig Cover-Gigs spielen wollen. Der Absprung ist schwierig, ja. Ja, ich meine, bei mir ist es insofern leicht gewesen, weil ich dann keine Zeit mehr gehabt habe, weil ich eben dann bei den Serien eingestiegen bin. Sogar ist es einfach perfekt ausgegangen. Aber jetzt muss ich ehrlich sagen, wenn du nicht Covers spielst, ich hätte jetzt richtig Lust wieder. Immer, wenn es sich ergibt, zufällig mal, dann freut es mich immer richtig, wieder Covers zu spielen. Ja. Hat Spaß gemacht, war eine coole Zeit damals. Dann hat es dich verschlagen, ein Wortspiel, in die Schlagerbranche. Bis deppert. Wie das? Ich habe damals in einer Blues Brothers Coverband gespielt, bei den Original Brothers, und der Schlagzeuger, Wolfgang Luckner, war auch Schlagzeuger bei den Sehern. Und der hat einfach irgendwann angerufen und hat gesagt, du, die Seher suchen einen Gitarristen, hast Lust? Und Ja, mein Wolfgang Luckner spielt man mal sowieso, wenn der anruft. Also das ist wurscht bei wem. Das ist so leibend. Also, ja, das stimmt. Das ist halt leider wirklich... Das ist richtig. Der Herr Luckner ist eine absolute Maschine. Ja. Und wirklich ein Schlagzeuger, mit dem man sehr gern zusammenspielt. Ja. Und ein Hammer-Typ, auch menschlich, Ja. was natürlich auch wichtig ist. Genau, auf jeden Fall hat der angerufen und ich habe gesagt, ja, klar, also ich schaue mir das an. Und ja, so war das. Es war sehr unspektakulär. Ein Anruf und ich habe mir das dann ausgecheckt und bin dann, es hat tatsächlich auch gar kein Vorstellungsspiel oder Probe gegeben oder so. Ich bin zum Wolfgang gefahren und wir haben das gemeinsam mit dem Remsteiner Franz, mit dem Bassisten damals von den Serien, zu dritt ein bisschen uns angeschaut und durchgegangen, das Programm, und dann habe ich eigentlich den ersten Gig schon gehabt. Das war Open Air in der Steiermark, was auch eine sehr lustige Geschichte war eigentlich, weil ich habe mit dem Fred Jaklitsch, dem Bandleader von den Serien, telefoniert. Der hat gesagt, ja, passt, wenn du das machen willst, dann probieren wir das mal aus, kommst am, 6. August. Entschuldige, dass ich kurz einhake, das ist, glaube ich, auch der die meisten Songs schreibt, oder? Alle. Schreibt. Ja, Ja, er ist okay. quasi Das ist der Bandleader. Okay. Also und der ist die Seher eigentlich Genau, so vom Mastermind. Und der hat damals angerufen eben und gesagt, er hat die Nummer von Wolfgang und wenn ich das machen würde, dann würde er das gern, er wäre dabei und ich soll vorbeischauen am 6. August zum ersten Konzert und gleich mitspielen. Und das war irgendwie so einen Monat vorher und ich gesagt, ja, passt, was eintragen. Habe mir das ausgecheckt und bin dann dorthin gefahren. Viel zu früh natürlich, weil wir schauen, dass da nicht zu spät kommt. Und ich war der Erste dort und habe mir halt mein Zeug auf die Bühne gestellt und das war mir ein bisschen verwunderlich, weil die Techniker, also ich bin hingekommen und habe gesagt, hallo, ich bin der Tom, ich spiele halt Gitarre, und die Techniker so, echt? Okay, ja, weiß ich nichts davon, aber wird schon so sein. Ich dachte, okay, das ist sehr seltsam. Mein Zeug auf die Bühne gestellt. Und dann kommen die Seher eben an und ich stehe eben da und der Fred steigt aus und die Band steigt aus und ich gehe so hin und sage, hallo, ich bin der Tom, ich spiele heute Gitarre bei euch. Und alle schauen mich ganz komisch an und der Fred so, heute war das. Also es hat einfach niemand gewusst, dass ich komme. Okay. Und es war eine sehr lustige Situation. Aber es hat dann gestimmt. War es nicht so zweit als Gitarristen oder so? Ja, doch, also der Gitarrist, der quasi der Mandy, der Gründungsmitglied war, und es war nie ganz klar, soll ich statt dem spielen oder zusätzlich, aber der hat auch nichts gewusst davon. Der hat dann gesagt, ist sehr interessant. Das kommt gut, ja. Das ist super gekommen. Eine entspannte Geschichte. Ne? Aber es war dann im Endeffekt so, dass es hat gepasst und wir haben dann jahrelang einfach mit 2 Gitarristen gespielt. Okay. Also es war dann alles gut. Aber der Moment war natürlich witzig. Es war Open Air mit, weiß nicht, da waren 4.000, 5.000 Leute. Und vorbeigeschaut. Ne? Ich bin der Gitarrist, heute war das richtig. Das ist übrigens der Tom. Das war super geil, ja. Aber so hat das angefangen, genau. Also. Und das war mittlerweile vor 21 Jahren. Dann spielst du in der Wolfgang Lindner Band? Also in der Wolfgang Lindner Band, ich spiele dann, wenn ich Zeit habe, weil Wolfgang ist ein guter Freund und Kollege von mir. Und wenn es da Konzerte gibt, wo er einen Gitarristen braucht und ich habe Zeit, dann springe ich sehr gern ein und spiele das sehr gern. Leider halt grundsätzlich viel zu wenig Zeit habe für das. Und das ist bekannt vielleicht noch Wolfgang Lindner Band aus Musikantenstadelzeiten. Sein Vater hat das ja schon etabliert, die Band im Stadel war das.
Und der Wolfgang führt das weiter und hat das natürlich auch ausgeweitet und modernisiert und Wolfgang ist ja mittlerweile ein musikalischer Leiter bei diversen ORF-Produktionen und so weiter. Und ist immer cool mit ihm zum Arbeiten, weil die Band ist coole Band, große Band. Das ist meistens so mit Bläser und 2 Gitarristen, 2 Keyboardern. Das sind immer coole Gigs mit verschiedensten, also die Lindner Band begleitet halt verschiedenste Acts. Ob das jetzt, so wie es letztes Jahr war, die 3 Tenöre oder Francine Jordi oder irgendeine Fernsehgeschichte. Und es ist immer abwechslungsreich und macht halt immer sehr viel Spaß. Mhm. Genau, und der Wolfgang ist auch Produzent, das heißt, der hat ein Studio, arbeitet da sehr viel zusammen mit ihm in der Richtung, produziert einiges gemeinsam und cooler Musiker, cooler Typ, guter Freund. Und dann hast du gespielt beim Andreas Gabalier längere Zeit. Mhm. Das ist ja der Bereich, der für mich immer sehr viele Fragen aufwirft. Für Leute, die dich kennen als Person. Was weiß ich, du bist jemand, der sehr fortschrittlich ist in seinem Denken, der auch ein sehr politischer Mensch ist im Grunde genommen, der sehr und politisch im Sinne von, sage ich einmal, tendenziell eher links als großes Wort jetzt herzunehmen, aber sicher nicht rechtspopulistisch angehaucht. Und das sie für mich ja mit Andreas Gabalier so gar nicht ausgeht, nämlich mit der Kunstfigur Andreas Gabalier, möchte ich wohlgemerkt sagen, die Privatperson, über die kann ich nichts sagen, die kenne ich nicht, aber die Kunstfigur Andreas Gabalier, die natürlich steht für, früher war alles besser und wenn wir noch Scheitel geniert haben und man hat's in dem Land nicht leicht, wenn man als Mandel auf die Weiberl steht und diverse gescheite Aussagen. Wie ist sich das ausgegangen? Also grundsätzlich muss man mal sagen, also diese so links, rechts ist ja immer, ich nehme es jetzt wirklich als weltoffen und das Gegenteil von reaktionär ist was? Fortschritt? Keine Ahnung, wurscht, weißt du, was ich meine. Ja. Also es war grundsätzlich so, wie ich begonnen habe beim Andi, da war das überhaupt kein Thema, da war er noch nicht so in den Medien mit solchen Dingen, da war das komplett unpolitisch. Das war die erste Tour 2012. Und wie ich ausgestiegen bin, wann war das? 2015, 2016? Da ist das losgegangen irgendwie, dass das auch immer mehr Thema wurde mit politischen Aussagen und so weiter. Das war aber zu meiner Zeit nur ganz am Schluss eigentlich hat das begonnen. Das war eigentlich nie Thema, weil es nicht wirklich, also das war einfach nicht in den ersten Jahren. Wer mich kennt, weiß natürlich, dass komplett anderer Ansicht bin, was viele Dinge angeht, die kommuniziert worden sind von ihm. Das war aber auch in der letzten Zeit, wo ich war, nie ein Thema, weder von seiner Seite aus noch von meiner. Wir haben das jetzt nie angesprochen oder es ist nie ein Problem gewesen. Wie gesagt, es war eigentlich so, dass meine Zeit das nur angeschnitten hat, diese Phase von ihm. Es ist erst nachher richtig politisch worden. Da war ich eigentlich nicht mehr dabei und ich habe mir natürlich auch meinen Teil gedacht, ist ja klar. Also damals war es so, dass es coole Gigs waren, natürlich. Als Musiker musst du mal in Österreich solche Jobs spielen und das war wirklich eine super Zeit mit super Bandkollegen und auch mit dem Andi. Wir haben mit dem Andi sehr gut verstanden und ich möchte es auch überhaupt nicht missen. Wie gesagt, dass wir da konträrer Meinung sind. Das muss man immer ein bisschen trennen können, was bis zu einem gewissen Grad möglich ist und ab einem gewissen Grad vermutlich nimmer möglich ist. Das ist einfach eine Entscheidung, die man subjektiv trifft. Und für mich war es immer okay. Ich weiß nicht, wenn ich noch länger in der Band geblieben wäre, ob in der Hochphase der politischen Aussagen von ihm, ob es da auch okay gewesen wäre, dann auf der Bühne zu stehen während sowas, aber das kann ich schwer beurteilen jetzt aus der Ferne. Damals war für mich der Spagat machbar und da war es noch nicht so schlimm, dass ich gesagt hätte, das geht gar nicht irgendwie. Und man muss auch fairerweise sagen, es war von seiner Seite aus durchaus er hat gewusst, wie ich ticke
Und wir haben sicher das eine oder andere Mal über irgendwas geredet, Backstage und so, und es war aber jetzt auch nie so, dass er da großartig ein Problem damit gehabt hat. Also es war jetzt nicht so, was ich mit dir, sondern es war eigentlich immer ein cooles Verhältnis und auch von gegenseitigem Respekt getragen. Also Muss ich auch sagen, also alle Musiker, die ich kenne, die bei ihm spielen, da sagt auch keiner irgendwie was Negatives über ihn. Also es ist in diesem direkten, darum meine ich auch ganz besonders dieses Trennen von Andreas Gabalier, der Privatperson, über die ich persönlich gar nichts sagen kann, und einfach der Kunstfigur, wo ich sage, okay, da kennt ich persönlich jetzt für mich, da jetzt nicht part of the game sein. Das wäre in dem jetzigen Ding, wäre für mich, gegangen sich für mich nicht aus, was aber nicht heißt, dass das jetzt da, weiß nicht, für andere ist das kein Problem. Ich bin halt auch ein extrem politischer Mensch. Es gibt so viele Leute, die sind halt einfach viel weniger politisch als ich und das ist auch total okay. Also ich meinte das tatsächlich nicht wertend. Aber in Bezug auf dich habe ich es jetzt einfach deswegen erwähnen müssen, weil ich weiß, wie politisch du bist. Ja, ja, zumindest. Und dass du da ziemlich heißer Diskutant bist und also wir haben uns ja da auch schon stundenlange Sessions geliefert und darum ist das immer so ein bisschen für mich so ein Ding gewesen, dass man dachte, naja gut, aber wie geht sich das jetzt aus? Ja, also das war einfach aber ja, ist als Erklärung total einleuchtend, ja. Wie auch gesagt, es war das ganze Klima in der Band und mit Andi eigentlich super. Es hat weder Diskussionen gegeben, noch es war cool, auf Tour zu sein. Mit Andi, mit der Band, und es hat Spaß gemacht. Und es hat sich für mich nicht aufgedrängt, der Eindruck, dass ich da jetzt nicht mehr dabei sein möchte. Ja, ja. Das ist alles, was ich dazu sagen kann irgendwie. Also das war. Nein, ist ja total okay. Ja. Nichtsdestotrotz habe ich trotzdem natürlich meine Meinung, genauso wie der Andi auch seine. Und das soll ja auch so sein. Genau, und auch, für beide. Ja. Du kennst mich aber auf Social Media, damals war nur auf Facebook, durchaus keinen Hehl draus gemacht, wie ich gewisse Dinge sehe. Also, das würde ich mir auch nie nehmen lassen. Also ich bin, wie du sagst, ein politischer Mensch, oder zumindest, was das angeht, ein lauter Mensch, der nicht mit seiner Meinung da irgendwie hinter dem Berg hält. Ja. Sagt man das, hinter dem Berg halten? Ja, ich glaube, ja. Ich weiß zwar nicht warum, weil es ist eigentlich so nicht wirklich deutsch. Hinter dem, du könntest etwas hinter dem Berg halten, damit es nicht gesehen wird. Ja, macht schon Sinn irgendwie. Ich war mir jetzt gar nicht sicher, ob man wirklich hinter dem Berg halten sagt oder ob er jetzt was Falsches hinter dem Berg halten. Ich glaube schon. Aber es geht mir auf. Ansonsten können uns ja nicht zu sehr gern korrigieren. Ja, also bitte reinschreiben, weil wir brauchen Kommentare, wo wir gerade beim nächsten Thema sind, nämlich als kurzer Zwischending. Du kannst diesen Kanal liken, du kannst kommentieren, du kannst, was kann man noch machen, die Glocke aktivieren. Und wenn das nicht das Gleiche ist, ich bin jetzt gar nicht so viel abonnieren. Einfach alles, überall draufdrucken. Einfach alles draufdrucken, wo es geht, bing, bang, bung. Nur nicht auf den Daumen runter, auf den nicht. Ja, und wenn, dann zweimal. Dann geht's wieder. Okay. Gibt es denn überhaupt noch den Daumen runter? Ehrlich gesagt. Irgendwann haben sie den abgeschafft. Oder zumindest haben es die, ja, man sieht zumindest nicht mehr, wie viele auf den Daumen, was cool ist, weil Daumen runter ist ja quasi eine Aufforderung zum Mobben. Ja. Wenn es mir nicht gefällt, skippe ich und schaue das nächste, aber Daumen runter. Naja, das muss man jetzt schon irgendwie, ich habe das Recht auf meine Meinung. Ja schon, aber das Problem ist, ein Daumen nach unten wirkt immer viel gewichtiger als 10 Daumen nach oben. Natürlich. Wenn du ein Video auf YouTube stößt und hast 100 Daumen nach oben und dann den ersten Daumen, dann denkst du, was ist jetzt? Mit dir da voll gehofft. Also das ist, und das ist, glaube ich, nicht notwendig. Ja, aber Daumen ich glaube, dass es gibt. Ja, nur bei Facebook gibt es zum Beispiel kein Gefällt mir nicht, was ich oft bereue. Das hätte ich auch braucht zu meiner Zeit. Viel mehr als gefällt mir. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Ja, naja, gut, anderes Thema. Jetzt habe ich am Anfang erwähnt, dass wir ja versuchen, mehrere Aspekte irgendwie da ein bisschen auch rauszuarbeiten. Der eine Aspekt war für mich einmal der, um auch herzuzeigen, okay, man kann jetzt nicht nur in dieser Bubble, in der sich viele von uns befinden, als Musiker arbeiten, sprich in jetzt dann nur Popmusik und Ding, sondern es gibt auch einfach zum Beispiel die gesamte Schlagerebene, wo man ja auch als Produzent, was alles irgendwie mit dabei sein kann und sich ja auch, muss man halt auch sagen, Schlager ja massiv weiterentwickelt hat. Also Schlager von heute und Schlager von vor 20 Jahren sind zwei Paar Schuhe. Also. Und der zweite Aspekt ist der,
dass du jetzt ganz was anderes machst, womit du tatsächlich Erfolg hast. Das wäre ich nie gekommen, dass das geht. Du bist mittlerweile, ich habe heute nachgeschaut, auf über 30.000 monatliche Follower auf Spotify. Monatliche Hörer, ja. Hörer, Entschuldige, ja. Alter, wie? Also Spotify, begonnen hat es so, wie Corona begonnen hat und Konzerte abgesagt worden sind und ich zu Hause gesessen bin, habe ich ein Handy gehabt, voll mit wirklich jahrelang aufgenommenen Snippets, kurzen Videos oder Audios von Ideen, die ich gehabt habe auf der Akustikgitarre. Einfach in eine Melodie eingefallen und dachte, muss ich schnell aufnehmen und dann mache ich mal was draus. Und halt 20 Sekunden irgendeine Melodie, merke ich mir, kommt ins Archiv und dann mache ich mal einen Song draus. In dem Gedanken, dass ich da irgendwann mal draus eine Gesangslinie und einen Song draus bastel, also einen klassischen Song mit Gesang und so weiter, was komponiere. Und im Endeffekt habe ich das nie, also das war im Handy, im Archiv, passt, 2 Wochen später die nächste Idee und so weiter. Und ich habe dann einfach ein Handy gehabt, voll mit Audios, mit kurzen Ideen, Melodien, aus denen ich nie was gemacht habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe jetzt Zeit, es gibt keine Konzerte, Covid ist da, ich sitze jetzt zu Hause die nächsten Wochen. Ich gehe jetzt runter ins Studio, also so ein kleines Home-Studio im Keller, und ich nehme das einfach auf. Nur mit Akustikgitarre und mache Instrumentals. Und egal wie lange die dauern, ich will einfach, dass die von meinem Handy, wo es niemand jemals hört, auf Spotify den Weg finden, und wenn es 5 Menschen gefällt, dann passt so, weil sie sollen zumindest mal raus in die Welt. Habe das aufgenommen. Das waren teilweise Songs, die nicht länger als 1,5 Minuten dauern, halt wirklich so die Melodie, ein paar Fills dazu, fertig. Und habe das veröffentlicht. Und was ich dann bemerkt habe oder gesehen habe, ist, dass es auf Spotify durchaus einen Markt gibt für solche, ich sage einmal, meditativen, chilligen Instrumentals, ob das jetzt Piano ist oder Gitarre. Und dann habe ich gedacht, okay, passt, dann schaue ich jetzt, dass ich alle 4, 5, 6 Wochen sowas raushaue und schaue, dass ich in Playlists komme. Weil offensichtlich gibt es da sehr viele Playlists, Peaceful Guitar, meditative, was auch immer, Yoga-Playlisten. Und habe das kontinuierlich wirklich seit März 20 gemacht. Alle 4, 5, 6 Wochen einen Song raus. Und wirklich ganz simple Dinge, wo ich mir am Anfang dachte, das kann ich nicht, das ist viel zu einfach. Das ist einfach nur eine Minute. Eben, das wäre jetzt auch mein Gedanke gewesen, oder Instrumentals. Ne? Aber ich habe dann auch gemerkt, ich habe dann auch Playlists angeschrieben, private Kuratoren, die zu vielen Songs gesagt haben, ja, das ist uns zu kompliziert, wir brauchen wirklich nur einen Gitarrentrack, eine Spur, ganz minimalistisch, und da habe ich dann gemerkt, okay, das funktioniert. Und auch die Kontinuität, wirklich regelmäßig was zu veröffentlichen, du merkst dann, dass das geht, dass du Leute findest, denen das gefällt, die aber viele Rückmeldungen kriegt, wo Leute sagen, hey, ich höre das immer beim Einschlafen oder so, was mich total freut, weil man denkt, ich komponiere da irgendwas zu Hause und jemand schreibt mir dann, er hört das. Er schlaft gerne ein dabei. Ja, aber in dem Fall ist das ja wirklich ein Kompliment, ja klar, ja. Weil, und ich habe dann auch eben letztes Jahr das Glück, also ich habe wirklich auch jedes Mal an Spotify gepitcht, also du kannst ja an die Spotify-Playlist selber pitchen, den Song, und das hat nie funktioniert, und ich habe irgendwann echt gedacht, okay, offensichtlich ist das echt richtig schwierig oder unmöglich, dass du da reinkommst in diese großen Spotify-Playlisten. Und letztes Jahr bin ich dann mit 2 Songs in 2 Spotify-Playlisten gekommen und immer noch drin, also seit über einem Jahr jetzt sind die Songs da drin, und das macht natürlich dann Sinn, also das bringt was. Vor allem muss man bedenken, dass ja eine Ebene die andere dann immer auch befruchtet. Ne? Also wenn du in einer Ding drinnen bist, der Algorithmus spielt das dann aus, und auch Spotify selber, ich merke, dass das sehr vielen Leuten vorgeschlagen wird von Spotify mittlerweile. Also Spotify Radio zum Beispiel, und wie das alles heißt. Also das fängt jetzt an zum Greifen und wirklich ein bisschen zu spreaden. Und ja, das macht natürlich Spaß und Freude. Wenn du weißt, dass Leute, also jedes Mal, wenn ich die Spotify-App, die Artist-App aufmache und du siehst ja, wie viel in Realtime wer hört gerade deine Musik, und da steht irgendwie 20 Leute hören gerade deine Songs, dann denkst du, geil. Also das ist wirklich fast schon demütig. Also es taugt mir wirklich, dass diese einfachen Dinge so gut funktionieren und dass es den Menschen offensichtlich gefällt und in den Playlists funktioniert. Und das ist halt das, was ich nebenbei mache. Immer noch.
Ja, cool. Runtergehen, aufnehmen. Da kann man einfach daraus, finde ich, auch lernen, dass es wichtig ist, einfach auch neue, auch Ideen manchmal zu verfolgen, die jetzt, wo man vielleicht am Anfang glaubt, kann das funktionieren oder nicht? Aber bevor man halt, weiß ich nicht, nichts tut. Wenn man nichts tut, funktioniert es definitiv nicht. Ja, das ist, ja. Und ich muss auch dazu sagen, mir war es echt egal. Also ich habe es nicht gemacht im Hinblick auf, ich will jetzt Playlist-Musik und ich will da viel Streams haben. Ich wollte einfach nur meine Songs von meinem Handy, wo es niemand hört, in die Welt schicken sozusagen. Und ich habe mir wirklich gedacht, und wenn es 5 Leute gefällt, ist immer noch besser, als es wie verrottet in meinem Handy. Ja. Die Idee. Das war mein Plan. Ich wollte es einfach nur veröffentlichen. Ich wollte nur, dass es draußen ist und wem es gefällt, dem gefällt es, und wenn es nicht ist, dann ist es halt nicht. Also es war eigentlich dann schon unverhofft, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Was das gleiche wie bei der TikTok-Gaude war damals. Das war ja komplett unverhofft. Was für TikTok-Gaude? Weiß ich gar nicht. Weißt du gar nicht? Nein, kenn ich gar nicht. Okay, sehr lustig. Ja, das war vor 3 Jahren circa. Ja, vor ziemlich genau 3 Jahren. Ich war auf einem Mini-Workshop, wo es um Social Media gegangen ist, und da war ein TikToker, der gesagt hat, ja, versucht doch mal TikTok, und hat ein bisschen erklärt, wie das funktioniert. Und ich habe aber damals keinen Plan gehabt und ich habe mir das angeguckt und haben mir gedacht, TikTok, okay, dann haben wir das ein bisschen ausgecheckt. Und der TikToker, der diesen Vortrag gehalten hat, der hat 1 Million Follower mit Lifehacks. Also der erklärt da halt, wusstest du, dass du, wenn du das und das machst, okay. kannst. Und ich habe mir das angeschaut und gedacht, naja, da habe ich gleich eine depperte Idee und habe es war völlig nur zum Spaß, ein Pseudo-Lifehack veröffentlicht. Hab versucht so zu reden wie der. Die dran ist ja alles schneller. Die reden, also, wusstest du das? Und ich habe mir gedacht, ich habe keine Ahnung, wie das geht, ich rede einfach schnell. So. Und habe ein Video gemacht, wo ich den großartigen Lifehack präsentiert habe, dass du Spaghetti, wenn sie nicht wirklich gut schmecken, versuche folgenden Trick: legst, bevor du sie isst, 15 Minuten ins kochende Wasser. So. Ja. Und was der nämlich noch gesagt hat, ist, du musst versuchen, Leute zum Kommentieren zu bewegen. Egal wie, sobald die Leute kommentieren, greift der Algorithmus. Und ich habe so, okay, wir bringen Leute zum Kommentieren. Da ist mir eingefallen, ich weiß nicht, ob das Polster oder Krankel war, mit dem Schmäh. Aber ich hab dann gesagt, als letzten Satz, wenn du die Spaghetti so zubereitest, dann schmecken sie mindestens so gut wie bei deinem letzten Italienurlaub in Rom, Mailand oder Madrid. Und mir war klar, es werden Leute schreiben, wenn das überhaupt bei sich, Madrid ist aber in Italien. Ja. Das habe ich gepostet und bin schlafen gegangen. Und am nächsten Tag aufgewacht und denke mir, was? Da waren irgendwie, ich weiß nicht, 40, 50, 60.000 Views. Und genau wie ich es angenommen habe. Ein Drittel hat gesagt, hat es lustig gefunden. Ein Drittel hat gesagt, bist du komplett gestört? Na klar, kocht man Spaghetti, das weiß doch jeder. Was bist denn du für ein Komiker? Und ein Drittel hat gesagt, Madrid ist sicher nicht in Italien, sondern in Spanien. Und dann habe ich gedacht, das ist lustig, es funktioniert. Und habe dann auch Videos gepostet in dem Stil und habe innerhalb kürzester Zeit ist das komplett... Bist du ein Influencer? Ja, an meinem stärksten Tag habe ich 2 Millionen Views gehabt. Geschlechte. Insgesamt 15 Millionen Views und ich habe dann halt wieder aufgehört damit, 50.000 Follower. Es ist total schnell gegangen und mir sind dann irgendwann die Ideen ausgegangen und dann hat die SEA-Tour wieder begonnen, habe ich keine Zeit mehr gehabt, die Videos zu machen, aber ich habe gesehen, das funktioniert. Völlig irre. Das ist wirklich komplett durch die Decken gegangen. Also die Kids in der Schule, unser Nachbarslehrer, der hat erzählt, hörst, meine Kids, die kennen die alle. Meine Videos. So diese Parallelwelt TikTok, da war ich echt, über Nacht lustig. Ist das echt schnell gegangen. Und das geht immer noch, das ist 3 Jahre her. Und ich habe immer noch, es greift immer noch. Also ich meine, ab und zu schaue ich rein und die Videos werden immer noch ausgespült, nicht mehr so sehr. Ja. Aber ich habe immer noch 46.000 Follower und keine Ahnung, also sehr lustig. Und das war komplett unverhofft. Ich wollte eigentlich nur deppert sein. Ja. Also sowohl das Spotify-Ding als auch das. Sehr lustig. Ja. Schräg war das, wobei TikTok wirklich komplett, also da habe ich 0. Muss ich gestehen, habe ich auslassen. Also es ist für mich war Instagram schon schwierig. Also TikTok ist schwierig. Nicht empfehlenswert. Also ich habe das gemacht, aber ich habe es nie konsumiert. Also immer wenn ich auf TikTok geschaut habe, was da so passiert, weil man auch, oh Gott, das wird schnell. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Also furchtbar. TikTok ist eine ganz eigene Welt. Ja. Aber ja, war eine lustige Erfahrung. Eine chinesische Welt. Eine chinesische Welt ohne jegliches Regulativ. Ja. Also da werden Videos ausgespielt, wo du echt denkst, wow. Ich kann es nicht beurteilen. Es ist Hardcore ja, okay. teilweise.
Unter anderem Leute, die da sagen, du musst Spaghetti kochen, bevor du das isst. Solche Dinge. Das ist natürlich, also wäre da ein Regulativ gewesen, war das nicht passiert. Eben, also das ist ganz furchtbar. Hättest du grundsätzlich Lust, dass wir gemeinsam einen deiner Gitarrensongs klampfen? Aber immer doch. Wenn wir doch schon da im Studio sind. Sehr gerne, ja. Wäre doch sehr cool. Bevor wir das tun, wäre es aber leibend, wenn da, wie gesagt, ich hier gerne auch ein bisschen so dem Nachwuchs was mitgeben möchte mit der Sendung. Was ist denn so wenn du sagst, es gibt so diesen großen Tipp für junge Nachwuchsmusiker, die irgendwie den Weg gehen wollen, so als Mindsetting, Meta, Überschrift, was auch immer. Kann auch ausführlicher sein. Hast irgendwie so diesen großen Tipp, wo man sagt, auf das achte oder mach das oder... Also da muss man, glaube ich, Tipp, es kommt jetzt darauf an, ob es jetzt um Jobmusiker geht oder ob es jetzt um Acts geht. Also wenn ich einen Tipp an Acts oder jemand, der Musik macht als Künstler, also abgesehen davon, dass ich gar nicht in der Position bin, da irgendwie Tipps zu geben, glaube ich. Aber du hast natürlich viel Künstler mitbekommen, da lernt man ja auch schon ein bisschen was, so ist es ja nicht. Ne? Also das Stichwort, das jeder immer wieder hervorkehrt und das schon ein bisschen abdroschen ist, das authentisch sein, das sagt jeder und das ist echt schon eine Floskel, aber es ist halt wirklich so. Und ich glaube, wo ich der Meinung bin, dass es wichtig ist, ich glaube nach wie vor, dass der größte Faktor im Musikbusiness, ob das jetzt als Jobmusiker ist, da nur weniger wahrscheinlich, aber als Act, der größte Faktor im Leben generell ist Zufall und Glück. Das wird man viel zu wenig, ich meine, klar, es will niemand hören. Die Leute wollen ja nicht hören, dass Zufall eine große Rolle spielt, weil dann hast du es nicht in der Hand, das ist immer scheiße für ihn. Ich glaube aber trotzdem, dass so ist, bei allem. Das ist ein fürchterlicher Realist, das ist das Problem. Aber es ist so und ob es jetzt gut oder schlecht ist, das mag wer andere beurteilen, aber ich bin halt der Meinung, dass Zufall eine riesengroße Rolle spielt im Leben. Nicht nur im Job, sondern überhaupt. Es beginnt ja schon bei dem Planeten, wo du geboren wirst. Ja. Und noch früher, also es ist alles, klar kann man dann sagen, naja, es ist ein großer Plan dahinter, und das glaube ich nicht. Es ist in erster Linie Zufall. Auch wo wir leben, was wir tun, jede kleinste Entscheidung führt zu anderen Wegen. Und das muss man sich immer vor Augen halten, um sich nicht zu verlieren in Dingen, die keine Relevanz haben, meiner Meinung nach, oder wenig Relevanz haben. Ich kenne sehr viele Musiker oder Acts, da wird irgendwie von Hundertsten ins Tausendste und das und ich denke mir, hey, release endlich, bevor es den 17. Wandler ausprobiert und das 18. Mikrofon, release den Song. Solange er nicht draußen ist, das ist nicht so relevant wie, meiner Meinung nach, wie gesagt, wie der Stephen King sagt, den haben sie letztens gefragt, wie er es schafft, jedes Jahr ein Buch zu veröffentlichen. Der Hund haut seit den 70er jedes Jahr einen Roman raus. Und andere schreiben 10 Jahre einen Roman. Und er sagt, du musst einfach wissen, wann der Moment ist, das Buch loszulassen. Und nicht die verlieren in irgendwas. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Nicht zu sehr sich verlieren in Dingen, in unnötigen die Details, vielleicht gar nicht so große Relevanz haben und nur Zeit und Energie rauben. Und das Zweite, was ich eigentlich sagen wollte, was nur viel wichtiger ist, man muss Dinge, glaube ich, so machen, im Endeffekt, dass man selbst dahinter stehen kann. Im Fall ich nenne es immer der beiden Worst Cases. Wenn ich jetzt angenommen, ich bringe einen Song raus als Künstler und mir sagt jemand, ja, aber ich würde den an deiner Stelle, ich würde das so machen oder so und du denkst dann, eigentlich würde ich das eigentlich lieber so machen, aber ja, wenn der das sagt, vielleicht hat er recht, der hat doch eine gewisse Erfahrung. Was passiert im Worst Case, wenn du so machst, wie du willst? Wenn es nichts wird, kannst du dir zumindest musst du dir nicht vorwerfen lassen, oder dir selbst vorwerfen, scheiße, hätte ich es doch so gemacht, wie ich will. Ich glaube, dass das ein extrem wichtiger Punkt ist. Wenn ich es heute so mache, wie ich glaube, das richtig ist, selbst wenn es nicht erfolgreich wird, ich muss mir zumindest nicht denken, ach scheiße, ich hätte es gespürt. Ich hätte mir es gedacht. Ich hätte es doch so machen sollen, wie ich es gespüre. Und im Gegensatz, wenn du auf andere hörst gegen dein Bauchgefühl,
dass ich mein Bauchgefühl Das denke ich mir auch gerade. Das muss ich nachher in das muss. Aber du weißt, was ich meine, wenn du gegen deine Überzeugung, dein Projekt, hinter dem du aber stehen musst am Ende des Tages und das wird dann nichts und du denkst da, scheiße, hätte ich es doch von Anfang an so gemacht, wie ich geglaubt hätte. Ist auch kein Erfolgsgarant natürlich, aber du musst da nicht vorwerfen lassen oder dir selbst vorwerfen, scheiße, ich hätte doch auf mich hören sollen. Deswegen glaube ich, dass man zwar offen sein muss natürlich für objektive Kritik und sich das zu Herzen nehmen und reflektieren, aber am Ende des Tages muss man selbst so machen, wie man glaubt, dass es richtig ist. Das ist jetzt keine großartige Weisheit, das sagt dann jeder, aber ich glaube... Ja, also ich finde vor allem den ersten Tipp mit dem Zufall und Glück mal einen interessanten Aspekt, weil das herrscht tatsächlich selten. Ja, es gibt Leute, oder viele Menschen, die sagen, es gibt gar keinen Zufall, kein Glück. Zufall gibt es nicht. Ja, klar. Und ich denke, doch, nämlich immer dann, wenn... Es ist immer also lustig, immer alles. Irgendwas passiert zufällig und dann sagt man, und wie erklärst du das jetzt? Ja. Und ich so, ja eben, das ist ja genau wurscht. Auf jeden Fall, wenn man das im Kopf hat, relativiert es eben viel und man hat, finde ich, es relativiert zwar die für positive Dinge, aber auch für negative. Aber auch negativ, ja, genau. Ja. Interessanter Gedankengang. Ja. Wird schon sehr philosophisch. Mir gefällt das. Dann machen wir eine eigene Sendung drüber, über genau. Zufall. Ein anderes Format. Ja. Irgendwas über... Es gibt übrigens ein sehr gutes Buch über Zufälle, das viele lesen sollten, weil es zwar grundsätzlich um Physik geht oder um Quantenmechanik und so weiter, aber es lässt sich einfach umlegen aufs Leben. Es ist von Florian Eigner das Universum, der Zufall und du oder so irgendwie. Okay. Wenn ich da jetzt Werbung machen darf, aber es ist komplett uneigennützig, aber das ist wirklich der Buch, das sehr augenöffnend war, auch was alle Bereiche im Leben angeht. Florian Eigner ist super, ja. In diesem Sinne, lass uns doch zufällig dann zwei Gitarren in die Hand nehmen und einen Song spielen. Zufällig das ist die Überleitung des Tages. Schlechter geht's fast nicht, aber ich habe nicht mehr gewusst, wie aus der Kiste sonst rauskommt. Danke, dass du draufgeklickt hast. Wir spielen jetzt noch einen Song und danke Thomas Eder und noch einen schönen Tag, Abend, whatever. Sehr gerne. Ich komme jetzt gerade drauf, dass ich eigentlich immer mit dir geredet habe und nie in die Kamera geschaut habe. Ja, magst du noch was sagen? Nein, jetzt, hallo. Entschuldige, dass ich nie in die Kamera geschaut habe. Sonst machen wir das einfach schnell nochmal. Ich schaue mehr in die aber sorry. Falls das jetzt dann sehr unkommunikativ war für die Zuseher. Nein, ich glaube, es ist besser so. Ciao. Ciao.